Ich habe ein paar E-Mails bekommen und die Leute wollten wissen, wie ich das eigentlich schaffe, in meinen Videos so schnell und in Time neue Melodien zu finden. Quasi zu komponieren. Und ich zeige euch jetzt mal anhand von 2 Beispielen, wie das so bei mir vonstatten geht. Was ich dabei fühle, was ich dabei denke und wieso, weshalb, warum. Der Song, den ich jetzt höre, ist Loy Gold. Ich wusste nichts von Loy. Ich habe sie noch nie vorher gehört. Geile Sängerin, aber für mich war der erste Moment des Hörens eigentlich Meghan Trainor. Hör mal rein. Ich habe das gehört und dachte mir, fühlt sich für mich 60s an. Meghan Trainor habe ich gehört. Happy habe ich gehört. Und es war irgendwie vom Groove her entspannter. Aber es musste so ein richtig hackiges Timing haben. Und so kam ich eben in dem Moment auf diese Idee. Ja, es war frecher. Ich dachte mir auch leicht punky Style. Es hatte so ein bisschen so das Gefühl von wegen, aha. Und jetzt kam ich in den Refrain, weil er natürlich auch höher reingehen muss mit diesem Wiederholen, weil sich dieser Beat auch immer wieder wiederholte. Und so konnte ich quasi in den Song reingehen und meine ganz eigene Melodie machen. Jetzt weiß ich natürlich, ich bin im Refrain, bam, sollte auch wieder als nächstes eine Strophe kommen. Jetzt höre ich aber, ich habe noch ein Outro aus dem Refrain raus. Und so bin ich quasi durch den Song gegangen. Es ist einfach nur bla bla, was ich erzähle. Es ist nur total gibberisch. Es hat überhaupt keinen Textsinn. Aber wenn ich jetzt quasi mir die Art und Weise, wie ich die Konsonanten lege, höre, kann ich von meinem Text her viel, viel leichter auf diesen Song gehen und mit dem tatsächlich arbeiten. Das heißt, was ich in dem Moment brauchte, eigentlich ist nur der Song, das Playback und so mich, eigentlich nur mich und mein Gehör. Ich habe den Song gehört, dann habe ich sofort drauf gesungen auf der Stelle und habe mir natürlich bei der Wiederholung meine Parts gemerkt. Ich habe also nicht jedes Mal verändert, sondern ich habe versucht, mir die Melodie zu merken. Ich habe jetzt Strophe, Refrain, Outro, Strophe, Refrain, Outro gehabt. Aha, jetzt könnte noch mal ein Refrain kommen. Ich habe mich auf ein U und ein A, so ein kleiner C-Part. Und auf die Art und Weise konnte ich mich quasi durch den ganzen Song durchkomponieren. Sowas könntest du letztendlich auch probieren. Das Einzige, was du in dem Moment brauchst, ist eben ein Playback. Und wenn ich jetzt mir einen Song anhöre, gleiches Spiel wieder. Ich hatte einen Song, der hieß, ich glaube sogar, es war der allererste. Marina and the Diamonds. Wahnsinnig geiler Song. Unfassbare Sängerin. Auch von ihr hatte ich davor noch nie was gehört. Wer hätte geahnt, dass sie so eine zarte Stimme hat? Für mich war dieser Song einfach nur Rock pur. Go for it. Also jetzt höre ich erstmal. Genau, ich höre erstmal. Bam, bam. Ja, es hätte jetzt hier was Zartes sein können, aber nein. Ich fühle den Song. An der Stelle ist es für mich noch zart. Ganz einfache Melodie. Schlagzeug kommt rein, ich verändere mich auf der Stelle und werde eher in den rockigen Style. Der Song führt mich in den rockigen Style rein. Die Harmonie führt mich in eigentlich eine heftige Melodie rein. Und ich gucke, dass ich ihn richtig durchgroove. Aha, ich gehe eine leichte Kopfstimme rein.
ab in den Refrain. Hör in dem Moment auf dein Playback. Wenn du anfängst zu singen, hör auf dein Playback. Der größte Fehler, der dir passieren kann beim Improvisieren, ist, dass du letztendlich dein Playback, deine Instrumentierung komplett überhörst. Das darf dir nicht passieren. Das heißt, was ich hier gemacht habe, ist immer wieder auf meinem Playback zu hören. Ich war quasi wie ein Ohr bei mir, das andere im Playback. Ich habe mir gemerkt, das habe ich getan und habe wieder angegangen. Und jetzt weiß ich, jetzt kommt gleich der nächste Part. Ich baue es langsam auf. Jetzt bin ich in so einer leichten C-Part und jetzt Refrain. Ah, noch nicht. Jetzt kommt er. Und so kann ich in diesem Moment komponieren zu meinem ganz eigenen Song machen. Wenn ich jetzt die Melodie nehmen würde, mich später hinsetzen würde und wenn ich mich hinsetzen würde und an diesen ganz eigenen Part quasi die Wörter drauf suchen würde ich sie sofort auch verbinden mit dem Gefühl, was ich in dem Moment hatte. Das heißt, mein Song ist mit mir verbunden, hat das richtige Feeling, die Wörter unterstützen mein Feeling und daraus kann ich meinen Song machen. Geiler Song. Ich meine, die Version von Marina and the Diamonds, letztendlich die Originalversion, ist der Wahnsinn. Die ist unfassbar gut. Never wäre ich auf so eine Idee gekommen, weil ihre Stimme hat eine gewisse Sanftheit. Ich habe dieser Song war für mich, ging mehr in so einen Rocky-Style über und so konnte ich ihn in die Richtung rein komponieren. Das heißt, was du letztendlich brauchst, ist, trau dich ein Playback zu hören. Nimm das Playback und arbeite mit deinem ganz eigenen Playback. Und dieses Playback kriegst du letztendlich ja überall. Du kannst es dir, keine Ahnung, hier auf YouTube. Du kannst dir auf YouTube ein Playback holen und kannst einfach nur üben. Ja, das ist ja keine Veröffentlichung, das ist einfach nur üben. Übe mit irgendeinem Playback und mach deine ganz eigene Melodie. Und mach nur ein Blabla. Ja, ich habe ja auch gerade nur Blabla gemacht. Klingt wahnsinnig wichtig, aber es war nur Blabla. Wenn du dann da deine Melodie hast, dann kannst du eigentlich deinen Text draufschreiben. Und dann hast du auch einen Song. Letztendlich versuch dich mal da reinzuarbeiten und das Playback, die Instrumentierung, den Song zu fühlen. Versuch doch einfach selbst mal so einen Song zu kreieren. Nimm dir ein Playback und improvisiere ganz wild drauf. Es wird total schief gehen oder auch nicht. Es wird richtig kacke sein oder richtig geil. Erzähl mir einfach deine ganz eigenen Erfahrungen und schreib's mir in die Kommentare.